Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Heute möchte ich Ihnen gerne diese Ausstellung präsentieren, die unter dem Titel Nur ein Sommernachtstraum ab 11. Juni eine Woche laufen wird hier in der Galerie. Dazu habe ich zu diesem Thema die Künstlerinnen und Künstler in Österreich eingeladen, in einem vorangegangenen Call for Artists sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vor allem, weil das Thema Träumen so irgendwie jeden betrifft und viele Menschen sich an ihre Träume erinnern, andere wiederum nur stückelweise oder gar nicht. Und auch das variiert. Es gibt verschiedene Arten von Träumen und irgendwie kennt man sich nicht so wirklich aus. Und das war Grund genug für mich, die Künstlerinnen und Künstler zu motivieren und zu sagen, wie ist denn die Sicht der Künstlerinnen und der Künstler, was können sie uns künstlerisch zum Ausdruck bringen zum Thema Sommernachtstraum. Nur ein Sommernachtstraum. Ich darf gerne jetzt mal einleiten mit der ersten Künstlerin hier. Und zwar ist das die Annabella Werner, die das erste Mal hier in der Galerie ausstellt. Sie selber ist gehörlos und ich möchte Sie ganz herzlich hier begrüßen und einladen, hier weiterhin auszustellen. Ich freue mich sehr, dass ich hier Ihre Bilder zeigen darf. Ja. Ich habe ein bisschen mitgebärdet, damit nicht nur mit den Untertiteln, sondern auch ein bisschen Gebärden für Sie dabei ist. Ja. Die Künstlerin Annabella Werner arbeitet hier mit verschiedenen Materialien, um ihre Werke zu erzeugen, und ihre Geschichte wird unsere Geschichte sein, die wir heute in dieser Ausstellung zu sehen bekommen werden. In diesem ersten Bild, das sich das Sommerkleid nennt, beginnen wir die Geschichte mit einem Mädchen, mit einer jungen Dame, mit einer jungen Frau, wie so viele, viele andere davon träumen, in einer lauen Sommernacht mit klaren Sternenhimmel und davon träumt, ihren Traummann zu finden. Und dazu putzt sie sich in ihrem Sommerkleid heraus und ihr Outfit und was sie da so in ihrer Vorstellung, in ihren Träumen sich erträumt, wie diese erste Begegnung sein soll und mit diesem Traummann. Und in ihrem zweiten Bild, das sie ja die Liebesumarmung genannt hat, sieht man ja doch, dass das ja geglückt ist. Die beiden haben sich gefunden und sozusagen liegen sich gegenseitig in einer Liebesumarmung zusammen. Und diese Geschichte der Liebenden, die nehmen wir jetzt einfach mit und wandern zur nächsten Künstlerin. Und zwar haben wir hier die Jutta Wendt, die ja schon bekannt hier bei uns ist. Und die Jutta Wendt sagt in ihrem Bild, das sie Traumpaar genannt hat, in den Träumen, die wir vorher gesehen haben, sehnen sich junge Menschen nach dem Traumpartner. Und Jutta Wendt sagt, in ihren Träumen, in ihrer Vorstellung und ihren Visionen ist diese perfekte Zusammenarbeit von einem Pärchen, von einem Paar, am besten beim Tanzen zu sehen, hier dargestellt beim Ballett zum Beispiel. Da sieht man das, wie das harmonisch und miteinander funktioniert. Und das ist sozusagen die eine Traumwelt. In dem zweiten Bild von Jutta Wendt, das sie ja genannt hat, mein Traum und meine Wirklichkeit, zeigt sie uns jedoch ein bisschen was anderes. Da zeigt sie uns, angelehnt auf die Surrealisten, allen voran von Dali, inspiriert, hat sie dieses Bild gemalt, in dem wirklich ganz viele verschiedene Dinge, was so in unserem Hirn während des Traums
Verlaufs in der Nacht passiert im Hirn, dargestellt. Wir fühlen uns beobachtet. Wir haben hier das Jagen und gejagt werden, gefressen und gefressen werden, symbolisch dargestellt. Wir haben die Sexualität hier dargestellt. Wir haben hier sozusagen die Schlange und den Apfel. Also per se, also wirklich alles dabei, was da so das menschliche Dasein, die menschlichen Bedürfnisse, die Lüste, die Träumereien, alles, was so in einem Hirn vorgeht, das hat sie uns hier wirklich sehr gut bildhaft dargestellt. Und wir nehmen uns diese Arbeit vom Gehirn, was während des Träumens passiert, mit und gehen weiter zu unserem nächsten Künstler, nämlich zu dem Tony V., der hier in seinen 2 Werken ein bisschen einen futuristischen Blick auf das passiert, was unser Hirn eigentlich macht mit uns. Wir bearbeiten nicht nur Dinge ab, womit wir uns im Laufe des Tages beschäftigen oder was wir uns in unserem Geschehen, in unserem Leben, in unseren Familienbeziehungen, partnerschaftlichen Beziehungen, wie auch immer, was uns beschäftigt. Nicht nur das bearbeiten wir im Traum, sondern wir haben auch Dinge, die wir gar nicht erklären können. Sprich, wenn wir irgendwelche Filme uns anschauen, Bücher lesen, wissenschaftliche, fantastische Sachen, die unser Hirn mit dem, was wir erleben, sozusagen verknüpft und bearbeitet und uns dazu bringt, Zukunftsvisionen zu haben von Dingen, die wir gar nicht erleben haben können, aber wir sehen sie in unseren Träumen und erleben sie. Und Tony V. zeigt uns in seinen 2 Werken so etwas. Hier hat er zum Beispiel, dieses Werk heißt KI mit doppelter Kopftiara und Kitara, Entschuldigung. Und da zeigt er uns so ein kybernetisches Wesen. Wir würden sagen, es ist eine Frau, aber es ist ja keine Frau. Es ist ein Roboter, es ist Kybernetik, es ist Technik. Hat zwar weibliche Züge, aber man sieht hier klar die ganzen Kabel, die Verbindungen. Also das ist eine Illusion, dass es hier um eine Frau handelt. Dasselbe, also angeleitete Thema haben wir hier auch. Also auch hier, auch wenn das hier heißt Daydream, also der Tagestraum, eigentlich geht es hier ebenfalls um solche Hirnverarbeitungen der gemischten Sachen, der Realitäten und den Erlebten und Nicht-Erlebten. Weil auch hier sehen wir die Wurzeln, die da dann ohne Körper sozusagen wieder ein weiblicher Kopf sich entwickelt, das ja gar nicht existieren kann in der Form. Also das sind so ein bisschen die symbolischen Darstellungen von einer möglichen Zukunft vielleicht, man weiß es nicht. Aber definitiv etwas, was das Hirn uns sozusagen für uns produziert. Das sind Bilder, die dann plötzlich da sind, auch wenn wir sie nicht erklären können. Aus dieses Tagesträumen, dieses Future Dreaming sozusagen, gehen wir hier weiter zu unserer nächsten Künstlerin, und zwar ist es die Teresa Eros, die ja ebenfalls jetzt schon sehr gut bekannt ist mit ihren Collagen, und sie zeigt uns einen Blütentraum sozusagen, eine Welt voller Blüten und eine rosige Welt, eine schöne Welt, eine Welt, die harmoniert. Und ihr Werk, das ist die Sommernacht Nummer 1, und auf der anderen Seite haben wir Sommernacht Nummer 2, die, auch wenn das vielleicht nicht im ersten Moment sichtbar ist, aber die stehen in enger Verbindung miteinander, weil wir diese Blüten, diese rosige Welt und diese schöne Zukunft, dieses schöne Träumen, was uns Teresa Eros hier zeigt, in diesem Werk, in diesem sie einfach fortsetzt. Da sehen wir diese riesige Lotusblüte, die
in voller Glitzersteine und voller Effekte hier nochmal erstrahlt. Da geht es nicht nur um die rosige Zukunft, sondern da geht es um eine Verbindung. Und hier haben wir wieder was Typisches, was Teresa Eros immer wieder in ihren Werken macht, dass sie verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen miteinander verbindet. Das hat sich hier aufgetan. Also dieses göttliche, der göttliche Kuss sozusagen, haben wir hier auch die Lippen, die sie hier symbolisch dargestellt hat. Das ist ein Traum von einer Welt voller Glückseligkeit, voller Harmonie. Da sind Götter und Göttinnen, die über uns alle wachen und uns schauen, dass wir eine möglichst friedvolle, harmonische Welt haben. Es ist ein Traum, aber diesen Kuss der Götter sozusagen, den nehmen wir mit und gehen weiter auf diese Seite. Und zwar haben wir hier ebenfalls die Lippen, aber in diesem Fall sind es sinnliche Lippen. Hier geht es um Verführung. Dieses Bild ist von mir, deshalb als eine Fotografie, ein Foto, das ich gemacht habe und mit heißem Wachs aufgearbeitet habe, das habe ich genannt Sweets for my Sweets, also Süßes für mein Süßen. Da geht es hier, das sind Maroni-Schaumlippen auf Maroni-Eisspiegel, mit Maroni-Chips. Also das Ganze ist hier eine pure Verführung. Da geht es um Lust und Sehnsucht, um genau dieses Verführerische. Das ganze Bild sagt uns, ja, mehr davon. Nur mehr ist mehr. Davon träumen wir, von dieser Verführung. Verführt zu werden und verführen zu können. Und nichts verführt mehr als Süßes. Und wir nehmen diesen Gedanken weiter mit zu meinem zweiten Bild. Und zwar geht es hier, mit dieser Verführung geht es hier weiter. Hier kommen wir in einen Garten, in einen geheimnisvollen Garten, wie ich dieses Bild genannt habe. Und hier geht es genau darum, in diesem geheimnisvollen Garten, warum ist er eigentlich geheimnisvoll? Weil dort existieren Lebewesen, Dinge, die es im normalen Leben nicht gibt. Wie in einem Traum, genau so. Es ist eine Darstellung einer Welt, die nur in den Träumen stattfindet. Da gibt es verschiedene Wesen, Tiere und der Himmel, alles ist irgendwie ganz anders. Und das sagt uns, dass diese Welt eine andere ist, als die wir sie kennen. Und diese Tiere und Lebewesen, die nehmen wir gleich mit, weil wir haben hier unter uns eine Künstlerin hier, die eine Expertin, was Tiere bzw. Tierdarstellungen betrifft, nämlich Silvia Kölbel, die hier zwei Werke wunderbar eine Welt zaubert. Hier mit diesen bunten Vögeln und hier mit diesen Schmetterlingen oder Falter. Ich sage es jetzt einmal auf Latein. Dieses Bild heißt Macroglossum stellatarium. Also Falter, Schmetterling. Ich habe nie Latein gehabt, daran kann ich das leider nicht erörtern. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass diese Welt, die uns Silvia Kölbel mit ihren ausgesprochen bunten Darstellungen von Tieren zeigt, ist eine Traumwelt. Eine Welt, in der alle Lebewesen mit den Menschen zusammen in Harmonie und Frieden und Glückseligkeit leben. Und sie sagt aber, dann wacht man auf und dann sieht man die Realität und sieht, dass das überhaupt nicht so ist. Und an dieser Stelle machen wir einen kurzen Stopp, weil es geht gleich weiter in den anderen Raum. Bis gleich. Und wir befinden uns jetzt in den zweiten Raum und wir gehen gleich weiter, gehen nochmal ganz kurz zurück zu dem, was die Silvia Kölbel uns gesagt hat. Sie wacht auf und die Realität ist ganz anders. Und dieser Gedanke, den hat Paul Del Pani aufgegriffen und in diesem Werk, das er genannt hat, Sommernachts Albtraum, zeigt er uns, dass es Momente gibt, wo sich das, was man träumt,
und das, was man erlebt, sich überlappt. Er hat hier in einer digitalen Malweise am Computer dargestellt eine Situation, in der es im Sommer, in einer lauen Sommernacht, bei offenem Fenster, vor dem Fenster wird Party gemacht und getrunken und sehr laut, und das kann natürlich, also das stört, man kann nicht richtig schlafen, und das kann dann natürlich zu einer super unruhigen Nacht führen, und dementsprechend wird dann der wahre Albtraum, dieser Lärm mit dem, was man tatsächlich dann träumt, zu einem Sommernachtsalbtraum, so wie er das hier auch irgendwie in seinem Bild darstellt. Und in seinem zweiten Werk, das er ja Goddess Descending nennt, also das göttliche Herabkommen sozusagen, da stellte hier die Frau als eine Königin, als eine Göttin dar. Er hat hier ein Fashion-Magazin-Cover verwendet von einer jungen Frau, das er dann digital bearbeitet hat, um hier noch einmal zu zeigen, die Frau ist als sozusagen heraufgestuft als Göttin, die aber selber in der Lage ist, dadurch alles zu verändern. Natürlich, wir reden hier von einem Traum, von der Traumfrau, die zu einer Göttin sozusagen avanciert. Das ist das, was uns Paul Del Pani zeigen möchte mit diesem Werk. Und dieses Verändern und die Macht zu haben, etwas zu verändern, das ist etwas, was hier unser Künstler Pablo Picasovic mit diesem Werk hier, das er Plateau genannt hat, ein bisschen auf eine andere Art und Weise darstellen möchte. Und zwar zeigt er uns, dass das Gehirn im Laufe des Träumens verschiedene Arten hat, wie er Sachen bearbeitet, und dass auf verschiedenen Plateaus gemeint sind, verschiedene Niveaus im Bewusstsein, was wohin, ähnlich wie am Computer sozusagen die Ordner und die Pfade, wohin was abgespeichert wird, gelöscht wird, archiviert etc. Also ähnlich auf diese, aber sozusagen eine Ordnung, eine geregelte Ordnung, eine geregelte Veränderung der Dinge, die während des Träumens passieren, das Ausmisten sozusagen, damit wir am nächsten Tag wieder Platz haben, neue Dinge zu erfahren und zu speichern und zu bearbeiten. Also das ist eine Art und Weise, wie Pablo Picasovic in diesem Bild das darstellt, was das hier mit uns macht. Und in dem anderen Bild, das er Universe nennt, das Universum, geht es irgendwie darum, dass wir in den Träumen, ja, greifen wir nach den Sternen sozusagen, wir reisen, es ist ja alles möglich im Traum, wir brauchen kein Flugzeug, um auf anderen Planeten zu sein und andere Spezien kennenzulernen oder andere Welten, Paralleluniversen, wie auch immer, das ist ja alles im Traum möglich. Und Pablo Picasso zeigt uns mit diesem Bild, dass das möglich ist. Und gleichzeitig erinnert uns diese Größe von diesem Universum und das, was im Traum passiert, eigentlich immer wieder daran, wie klein wir in Wirklichkeit sind, wie nichtig und komplett egal für dieses riesige Universum. Und diesen Gedanken der Größe und des Kleinsein, den möchte ich aber mitnehmen und zur nächsten Künstlerin gehen. Und zwar ist das die Antonella Quack hier. Und sie hat hier diese zwei Bilder gemacht. Das eine nennt sich Freiheit. Sie hat gemeint, dass sie durch weniger bezieht sie sich auf das Träumen in der Nacht, sondern sie sagt, es ist eine Art Tagtraum. Das heißt, sie geht hinaus in die Natur und wird von dieser Natur so mitgenommen, dass es fast wie ein Traum ist, wie eine Trance. Also sie lässt sich mitreißen von den Eindrücken, die sie in der Natur erlebt, und
das inspiriert sie und das hat sie in diesem Bild hier sehr deutlich gezeigt. Das Bild hat sie Freiheit genannt. Ja? Und es geht um die Freiheit, die man da dabei empfindet, keinerlei Zwänge zu fühlen, den Frieden zu fühlen, bei sich zu sein. Und was beim Pablo Picasso ist mit dem, das Große und das Kleine, in seinem kleinen Sein trotzdem zufrieden und glücklich zu sein. Diesen Gedanken, den nimmt sie auch in dieses zum zweiten Bild mit, das sie irgendwie nennt, das Licht finden. Und genau darum geht es. Wir arbeiten, wir gehen unseren Weg, wir erleben ganz vieles, Gutes, Schlechtes, alles Mögliche. All diese Erlebnisse, alles das, was uns von klein auf bis ins hohe Alter begleitet, das arbeitet unser Hirn im Traum auf. Und wir sind auf der Suche. Dieses Träumen und Aufarbeiten von Dingen fühlt sich an, wie wenn wir einen Weg gehen und irgendwo ist ein Licht und wir folgen diesem Licht. Und das sagt uns Antonella Quack hier, suche und finde dieses Licht. Das Licht finden, das ist ein Stichwort, das sich sozusagen mit dieser großen Runde hier an Arbeiten und diesem Sommernachtstraum, das heißt ja letzten Endes nur ein Sommernachtstraum und das ist ja das. Diese folge deinem Licht in deinen Träumen, aber nicht nur in den Träumen. Folge deinem Weg, damit es eben nicht nur ein Sommernachtstraum bleibt. Ich möchte noch feststellen, dass diese Ausstellung eine unglaublich bunte Zusammenstellung geworden ist und ich bin sehr froh darüber. Der Sommer steht uns ja noch bevor. Bis jetzt hatten wir noch nicht so das Gefühl wettermäßig, dass das so ist, aber wir dürfen weiter träumen und hoffen, dass der Sommer doch noch kommt. In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn Sie innerhalb dieser Woche bis 18. haben Sie Zeit, die Ausstellung zu besuchen. Bitte vorher eine Anmeldung und mit einer FFP2-Maske herzlich willkommen, diese Ausstellung im Detail genau anzuschauen. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihren Besuch. Auf Wiedersehen.